es ist ein Trick dabei. Ein Trick? Ach so. Oh, Rick. Da wären wir. Gefällt's dir? Oh, es ist großartig. Es muss noch eine Menge gemacht werden, bis alles fertig ist. Ich finde es erstaunlich, was du bis jetzt schon geschafft hast. Oh, das ist gut. Das wird die gewaltigste Rezeption im ganzen Land. Ich hoffe, dass es geht. Sie ist zu groß, die Farbe stimmt auch nicht und es ist kein Platz für Stühle und So klein Tische. ist sie jedenfalls nicht. Gefällt sie dir? Sie ist toll. Naja, wenn Sie mir Ihre Zustimmung geben, Dr. Weber, bleibt's so. Nein, nein. Nein, entscheidend ist, dass sie dir gefällt. Für deine Klinik. Meine Klinik, ja. Ich könnte mich bestimmt daran gewöhnen. Davon hattest du doch schon immer geträumt. Ja, ich glaube schon vor ewigen Zeiten. Schon als ich ein kleines Kind gewesen bin. Ja, als du deinem Vater zugeschaut hast. Das hast du mir erzählt. Er wird mir immer ein großes Vorbild bleiben. Mit jedem seiner Patienten verband ihn eine persönliche Beziehung, Doktor-Patient. Das wünsche ich mir und meinen Patienten. Genauso wie er es getan hat. Das kannst du hier nun endlich verwirklichen. Ja, werde ich auch tun. Und zwar im Hafenviertel. Dann fühlst du dich hier richtig zu Hause. Du sagst es. Und das Merkwürdige ist, ich weiß nicht mal genau warum, aber es ist so. Ich finde das gut. Denn dann kannst du diesen Menschen deine ganze Kraft und dein ganzes Wissen widmen, das sie sich sonst nie leisten könnten. Das ist das Allerwichtigste dabei. Und außerdem habe ich hier viele Leute kennengelernt. Rose, Patty. Die Begegnung mit Joes Vater, ein großartiger Mann. Und Mike, der kleine Mike. Er liegt dir ganz besonders am Herzen, nicht wahr? Ein toller Junge. Er hat mich davon in Kenntnis gesetzt, dass er ein bedeutender Mitarbeiter von dir sein wird. Oh ja, bestimmt. Corky auch. Corky war mein bedeutendster Patient. Wie dem auch sei, ich mag dieses Hafenviertel. Es gibt noch mehr zu sehen. Komm mit. Nach Ihnen, meine Hier Herren. entlang. Ich möchte alles sehen. Das sind hauptsächlich Stühle und andere Sachen für die Behandlungsräume. Eine Das ist der eine freundliche Behandlungsraum Atmosphäre. und das ist der andere. Aha. Hier sind einige wichtige Sachen drin, die ich nicht draußen stehen lassen wollte. Sag mal, wie wär's, wenn du an den Wänden ein paar Bilder Soll ich sagen, es ist eine angenehme Atmosphäre. Entschuldige, dass ich die Heizung noch nicht anstelle. Ich bin steif gefroren, aber das macht nichts. Ich finde, es ist ein so tolles Gefühl, die ganze Einrichtung und das alles zu sehen. Ich kann mir vorstellen, das hat unheimlich viel Arbeit gemacht. Ja, es geht voran. Wahrscheinlich hat sich deine Reise nach New York wirklich gelohnt. Ja, das stimmt. Mit der Ausstattung kann ich wirklich zufrieden sein. Spürst du nicht trotzdem dadurch einen finanziellen Engpass? Ein bisschen, aber ich habe die meisten Geräte günstig gekauft. Deshalb dauerte es so lange, denn ich wollte nur das Beste für wenig Geld. Hast du dir schon mal überlegt, welche Farbe die Praxisräume bekommen sollen? Ich habe mich noch nicht endgültig entschieden, aber was meinst du? Welche Farbe gefällt dir? Ich weiß nicht. Lass mich mal kurz darüber nachdenken. Naja, auf gar keinen Fall so etwas Düsteres. Nein, das wäre nichts für mich und für die Patienten sicher auch nicht. Ich glaube, hier in dieser Gegend ist es morgens lange neblig, weil das Wasser in der Nähe ist. Vielleicht hält sich der Nebel sogar bis in den Nachmittag. Also brauchst du warme Farben, brauchst du frische. Ich meine nicht grell, auch nicht aufdringlich. Nein, das kann ich auch nicht leiden. Im Krankenhaus zu liegen und zu denken, das ist toll, hier möchte ich bleiben. Ich glaube, wir haben einen ähnlichen Geschmack. Das war schon immer so. Legst du alles mit Teppichen aus? Nein, da hinten nicht, das wäre wohl übertrieben. Nein, für den Zweck ist Linoleum viel praktischer. Aber ich habe gedacht, vielleicht an dieser Stelle? Nein, ich finde, die Fliesen hier sehen doch sehr hübsch aus. Das freut mich, ich habe sie gerade verlegen lassen. Oh, entschuldige, aber sie sehen aus wie schöne alte Fliesen. Du könntest Mein dir ein Geschmack. paar Brücken besorgen, die passen gut dazu. Die müsstest du aber dann verantworten. Diese Brücken... Rick, Was denn? deine Klinik. Ja, aber du wirst doch auch hier arbeiten. Wahrscheinlich wird meine Meinung nicht die einzige bleiben. Hat dir bis jetzt denn sonst niemand was vorgeschlagen? Nein, niemand, du bist die Erste, die alles gesehen hat. Das finde ich sehr nett von dir. Leslie, wie bald wärst du bereit, in diese Klinik zu kommen und Oh, ich komme sofort, wenn hier alles fertig ist. Schön. Ich werde dann halbtags arbeiten, so oft wie ich es Damit irgendwie tust du mir einen einrichten großen kann. Gefallen. Ich danke dir dafür. Am Anfang wird es verdammt viel Arbeit geben. Da sagst du mir nichts Neues. Weißt du, ich glaube, die wichtigste Aufgabe am Anfang wird es sein, der ganzen Umgebung klarzumachen, dass es hier eine Klinik gibt. Draußen wird natürlich ein Schild angebracht. Das reicht nicht aus. Ich bin zwar kein Prophet, aber ich glaube, dass in solch einer Gegend immer noch Mundpropaganda den größten Erfolg verspricht. Ja, ich hoffe, dass mir Rose ein wenig helfen wird. Sie kennt sich ja in der Ja, Gegend sicher. gut aus. Und Joe, du hast doch Joe. Ich möchte, dass die Leute hierher kommen und, obwohl ich keine Wunder vollbringen kann, sie sich entspannen und wohlfühlen, wenn sie von mir behandelt werden. Das wirst du sicher schaffen. Wollen wir nicht essen gehen und dabei alles besprechen?
Das geht nicht. Ich bin schon zum Essen verabredet. Du zitterst hier. Ich friere aus. Gut, dann gehen wir jetzt rüber zu Rose und die macht dir einen schönen heißen Tee. Oder eine heiße Schokolade, wenn du magst. Oh ja, sowas könnte ich gut gebrauchen. Hinten voll zu tun. Luke? Hallo, Hi. Rose ist in der Küche, sie kommt gleich. ist gut. Hallo, Tiger. Hey, Rick. Wie geht's dir? Gut. Hallo, Na Mike. du? Was hat das zu bedeuten? Was macht denn Luke mit Corky? Die gehen schnüffeln, die beiden. Schnüffeln? Du meinst Gassi gehen? Nein, die beiden suchen einen Mann und einen Hund. Und ich bekomme 5 ganze $, weil ich ihm Corky geliehen habe. Oh ja, das klingt aber sehr geheimnisvoll. Ist es? Das ist eine ganz geheimnisvolle Sache. Wow. Na gut, wir werden es niemandem Willst du erzählen. ablegen? Nein, vielen Dank. Ich behalte ihn an. Weißt du, was das für ein Mann ist? Also, mir ist nicht zu kalt. Du bist jetzt mit uns oder ich häng dich an die Decke. Soll ich Rose holen? Nein, sie arbeitet wahrscheinlich gerade und wird sicher gleich kommen. Ja, sie macht mir eine Suppe für meine Großmutter. Wie geht's deiner Großmutter? Sie ist leider krank. Vielleicht sollte ich sie untersuchen und du setzt dich jetzt hin, sonst fällst du noch mit dem Stuhl. Aber sie hat mir gesagt, sie braucht keinen Arzt. Bist du deshalb nicht in der Schule, Mike? Ja, ich muss mich jetzt um sie kümmern. Sehr gut. Trotzdem muss ich sie untersuchen, um zu sehen, wie es ihr geht. Dann ist sie aber böse auf mich. Ja, er hat recht. Sie will nicht untersucht werden, weil sie Ärzte nicht leiden kann. So ist das eben, wenn man alt ist. Mike, du wirst ja noch ein richtiger Diagnostiker. Nein, ich werde natürlich Arzt, wenn ich groß bin. Oh, entschuldige bitte. Ja, natürlich. Ah, Sie eine Hallo, an. Guten Tag, Leslie. Los? Na, hoffentlich habe ich Sie nicht zu lange warten lassen. Ehrlich gesagt, wir warten hier schon eine Ewigkeit. Oh, hören Sie nicht auf ihn. Noch eine solche Bemerkung und Sie bekommen keinen Tee. Ich wette, den wollten Sie gerade bestellen. Sie haben es erraten. Aber ich möchte eine heiße Schokolade. 2 heiße Schokoladen, wir sind durchgefroren. Na schön, wenn das so ist, dann will ich mal nicht so sein. Danke. Was hast du denn mit Corky gemacht? Hast du ihn rausgebracht? Nein, er ist bei Luke. Tatsächlich? Ist das die Suppe für meine Großmutter? Ja, die bringst du jetzt sofort zu ihr. Dann ist sie noch schön heiß, okay? Okay, Mach's gut, Mike. klar, Rick. Mach ich. Wir haben uns sehr gefreut, Mike. Ich mich auch. Oh, charmant. Und sprich mit deiner Großmutter. Ich möchte sie untersuchen. Sie will nicht. Bye, bye, ihr zwei. Bye, Mike. Ein toller Bursche, was? Den muss man einfach gern haben. Rick, vielleicht, wenn du erstmal die Klinik eröffnet hast, kommt seine Großmutter eher zu dir. Ich will's hoffen. Wir werden sehen. Ich fürchte, dass Das Rick ging recht aber behalten schnell. wird, Leslie. Sie kann manchmal sehr dickköpfig sein. Die wird uns gut tun. Sie ist schön heiß, hm? Sehr Warum ist Ihnen gut. denn so kalt? Sind Sie am Hafen spazieren gegangen? Nein, Rick hat mir seine Klinik gezeigt. Leider geht die Heizung noch nicht. Ja, es war so interessant, dass ich alles vergaß und dann war ich plötzlich blau gefroren. Ah, dann hat sie Ihnen also gut gefallen. Oh, na und ob. Ich finde, sie ist wirklich fantastisch geworden. Ich möchte Sie auch gern sehen. Ich hoffe, die große Eröffnung wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Und wie geht's eigentlich Laura? Oh, ihr geht es gut. Sie wissen ja, dass sie im Moment ihre Wohnung renoviert. Wir dürfen sie nicht eher besuchen, bevor die große Einweihung stattfindet. Armes Kind, sie renoviert jetzt wahrscheinlich irgend so eine schreckliche Bruchbude. Sie ist im Augenblick besonders sparsam. Aber sie hat heute ein Anstellungsgespräch für einen Job, von dem sie sich sehr viel verspricht. ELQ International? Yes, one moment, please. Hold. Yes, Mr. Damien in Zurich, returning your call. Right. Mother! I got your message. Yeah. Oh, so wonderful. I can't believe it. I'm so proud of you. I know. And, I had absolutely no idea that I was going to be working for the Quartermains. I mean, I thought it was just, some firm that had taken over the Smith offices. I know, you told me. Yeah, I mean, it seems so strange walking in here. I mean, this is where Luke and I stole the little black book from Mr. Smith. And now the offices are in your hands because the little black book is sending Mr. Smith to prison. Yes, and that is another lifetime. Yes, and look at your new life. My hair is falling out. I'm surprised that they started you today. Want me to help? No, I'm okay. Okay. Yeah, well, Winifred, that's Miss Quartermain's secretary, she put me to work right after the interview. Oh, Miss Quartermain.
That's Edward's niece who just arrived. Yeah, I know. I thought that's who you meant. What's she like? Well, she's very nice. Although I just talked to her for a few minutes. She's very pretty, and she's very high fashion, you know, that sort of thing. I think that goes with the territory when you're a quartermain. Yeah. It's a funny thing, though. I have this feeling that I've seen her somewhere before, and I can't quite place it. I am so tickled about all of this for you. Oh, so am I. I'm so excited. I mean, international finance. Winifred told me that Miss Quartermain is something of a financial wizard, you know. Well, receptionist to the financial wizard. How'd you like to have lunch with me? I don't know. You know, this is my first day. Maybe I should get organized and look at this mess. Yeah, I think they expect you to take a lunch break. Well, I suppose so, but I mean, I really Laura, should get this... I know you want to make a success of this job. Sitting in that chair and starving is not going to do that. Are you kidding? I would skip lunch for weeks to keep this job. But, I'll check with Winifred anyway. Yes, I mentioned. Okay. My kid. Wonderful. Great. I should go fast, though. Oh, sure. Hot dog is staying. You'll run. Looks Morgen, Jessie. Oh, Rick, ich dachte, Sie hätten heute frei. Ich musste mir noch einen Patienten auf der kardiologischen ansehen. Gibt's was für mich? Nein, nichts für Sie da. Wie war das Erntedankfest? Sehr nett. Sie sind doch bei den Hardys gewesen. Ja, das war ich. Ja, ich nehme an, Dan war auch da. Ich habe euch übrigens beide zusammen beim Fußballspiel gesehen. Ja. Möchten Sie heute mit mir Mittagessen gehen? Das ist sehr nett von Ihnen, Rick. Aber Audrey hat mich schon gebeten, mit ihr zu essen. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Im Gegenteil, mir geht's prächtig. Ist alles geklärt zwischen Ihnen und Dan? Wir sind jetzt wieder Freunde geworden. Eigentlich waren wir noch nie etwas anderes. Jessie, er ist verrückt nach Ihnen. Rick, ich weiß auch nicht genau, was mit mir los ist. Vielleicht bin ich in meinem Leben viel zu eingefahren. Vielleicht habe ich Angst vor jeder Veränderung. Warum sprechen Sie nicht einfach mal mit Audrey? Sie weiß oft einen guten Rat in solchen Situationen. Ja. Ich glaube, deshalb hat sie mich auch zum Essen eingeladen. Jedenfalls, vielen Dank. Und vergessen Sie nicht Ihren Patienten. Ja, ich denke dran. Danke. Time to make a reservation. Would you like something to drink? No, we're going to have a very quick lunch. Okay. Just eat the menu. Yeah, right. So don't you think it's terrific about the salary? Oh, yeah, I think it's fine. Well, I guess it's really not that much to most people, but to me, it's a fortune. Honey, honestly, I think it's just a great beginning. I think so, too. I mean, it's a terrific firm. There's always that possibility of... There's Rick. Awfully strange reaction. He asked me to lunch, and I told him on a date. What'd you do? I didn't. I told him that. Hello. Hi, Dad. Hi. Leslie, your luncheon date is Laura, our Yeah, daughter. we're celebrating her new job. Hello, Leslie. Hello, Rick. Lee. Laura, I wonder if I could talk to you for a minute. I have some news about Scotty. Oh? Perhaps you could join us at our table just for a minute. Yes, of course. You don't need us. No, I do you? don't. I'm fine. Tell Dad about my new job. Was von dem Job? Eigentlich finde ich es besser, wenn Laura dir alles selbst erzählt. Sie spricht nämlich sehr gern davon. Leslie, warum wolltest du den Eindruck erwecken, dass du eine Verabredung mit einem Mann hast? Ich wollte diesen Eindruck bei dir nicht erwecken. Wenn du diesen Eindruck gehabt hast, dann kann ich doch nichts dafür. Ich hatte den Eindruck, wir würden uns in letzter Zeit wieder sehr gut verstehen. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, deine Klinik zu sehen. Ich war begeistert von dem, was du geschafft hast. So begeistert, dass du mich nicht fragen konntest, ob ich nicht vielleicht auch meine Tochter zum Essen sehen möchte. Wenn du es genau wissen willst. Zu der Zeit wusste ich noch gar nicht, dass ich mit Laura essen gehen würde. Du meinst, du hast die ganze Geschichte nur erfunden?
das war eben dumm von mir. Ich habe versucht, eine Ausrede zu finden, so gut es ging. Verstehe. Nein, du verstehst es nicht. Rick, es hat wirklich keinen Sinn, wenn wir uns in der Öffentlichkeit zusammen sehen lassen. Und sogar wenn ich mit Laura schon verabredet gewesen wäre, hätte ich dir vermutlich genau das Gleiche erzählt, weil wir vereinbart haben, dass wir auf keinen Fall mehr etwas gemeinsam machen, wenn es sie betrifft. Leslie, diese Folge ist noch schlimmer als die letzte. Bist du nur deswegen hergekommen? In gewisser Weise ja. Und zum anderen dachte ich, du weißt vielleicht, wie es Laura heute geht. Wenn du unbedingt wissen willst, wie es Laura geht, dann kannst du sie ja selber fragen. Ich bin nämlich nicht ihr Aufpasser. Leslie, ich möchte vermeiden, dass sie das Gefühl bekommt, sie wird unnötig bedrängt, wenn wir ständig bei ihr auftauchen und fragen. Deshalb wollte ich mich bei dir erkundigen. Ich bin der Meinung, wir sollten das zukünftig anders handhaben. Jeder sollte sich mit Laura allein befassen. Also von jetzt ab unabhängig voneinander. Wir müssen, was sie betrifft, endlich mit diesem Gemeinschaftsgetue aufhören. Tja, Laura, das ist die Situation. Und wir wissen immer noch nicht, wie wir Scotty erreichen können. Und solange wir das nicht wissen, musst du mit der Scheidung warten. Na gut, dann warte ich. Aber sobald ihr erfahren habt, wo Scotty ist, möchte ich diese Sache erledigen. Danke. Kann ich Ihnen denn wirklich nichts bringen, Dr. Webber? Nein, wirklich nicht. Vielen Dank. Wechseln wir lieber das Thema. Du hattest mir vorhin versprochen, mich etwas abzulenken. Ja, naja, ich weiß schon etwas sehr Erfreuliches, das ich dir erzählen kann. Und zwar, dass sich Rick vorhin an den Tisch von Leslie und Laura gesetzt hat und dass er wohl auch bei ihnen Thanksgiving verbracht hat. Es sieht so aus, als würden sie sich jetzt wieder häufiger sehen. Und darüber freue ich mich natürlich sehr. Na, ich doch auch. Selbstverständlich hat meine Enttäuschung über Laura nichts zu tun mit meinen Gefühlen für Rick und Leslie. Ich freue mich wirklich sehr über deine neue Arbeit. Na, und ich erst. Ich habe mir schon eingebildet, dass keiner die berüchtigte Laura Baldwin beschäftigen würde. Deshalb habe ich heute beim Einstellungsgespräch erstmal klargestellt, wie ich heiße. Laura Webber. Edward Quartermain hätte dich wegen dieser Sache ganz bestimmt nicht abgelehnt. Das weiß ich, aber als ich mich vorhin vorstellen ging, wusste ich nicht, dass er dahinter steht. Tja, ich will euch nicht länger beim Essen stören. Guten Appetit. Warte noch einen Moment, bitte. Willst du denn gar nicht wissen, was Lee mir erzählt hat? Aber ich möchte es wissen. Rick, bitte tu mir den Gefallen und setz dich hin. Willst du das wirklich? Ja, ich will es. Na schön. Scotty ist in Mexiko. Wie bitte? Warum? Was will er denn da? Das weiß niemand. Das Einzige, was feststeht, ist, ich muss warten, bis die Papiere zugestellt werden können. Haben Sie denn seine Adresse? Nein, er hat Ihnen einen Brief ohne Absender geschickt. Auch das noch. Sieh es doch mal von einer anderen Seite. Du kannst jetzt zum Beispiel fertig renovieren und musst dich nicht mit Scheidungsverhandlungen herumärgern. Eine Scheidung... Ja, du hast recht. Sogar wenn sich die beiden darüber einig wären, kann es um eine Scheidung ein ziemlich großes Theater geben. Ich lasse mich nicht beirren. Ich weiß ganz genau, was ich will. Wie steht es denn mit dir und Luke? Das ist eine gute Frage. Ich wünschte, ich wüsste es. Naja, ich dachte das vielleicht nach dem Telefonanruf gestern. Thanksgiving, Was für ein Anruf? Niemand hat mir davon erzählt. Was für ein Anruf? Als wir mit dem Truthahnessen begonnen hatten, rief jemand für sie an und ich dachte vielleicht... Ja, du hast recht, er war es. Und wir wünschten einander ein frohes Thanksgiving. Alles, was ich weiß, ist, dass, selbst wenn Luke und ich auf der Stelle heiraten wollten, wir müssten noch warten.